Herzlich willkommen bei den Digital Shop Floor Solutions von Stolte Leantech. Ich bin Matthias Scharer, Sales and Product Training Manager hier bei Stolte. Glückwunsch! Sie haben beschlossen, das Optimierungspotenzial Ihrer Fertigung voll auszuschöpfen. Sie installieren unser Nexi-System. Das Herzstück des Nexi-Systems ist die SensorBridge-Software. Sie fungiert als Service Manager des gesamten Funknetzwerks und stellt die direkte Verbindung zwischen den Sensoren und Aktoren auf der Shopfloor-Ebene und ihrer hauseigenen IT-Infrastruktur her. In dieser How-to-Do-Videoreihe möchten wir Ihnen nicht nur zeigen, wie Sie die ersten Einstellungen zur Inbetriebnahme des Nexi-Systems vornehmen, sondern auch, wie Sie es so optimieren, dass Sie das gesamte Potenzial von Nexi voll ausschöpfen können. Im ersten Video geht es um die Einbindung der SensorBridge Software bzw. des IPC, auf dem die Software läuft, in Ihr Firmennetzwerk. Und es geht um die ersten Grundeinstellungen. Ich habe das Gateway bereits angeschlossen, das heißt die Spannungsversorgung hergestellt und das Gateway via Netzwerkkabel direkt mit meinem Computer verbunden. Im Auslieferungszustand ist im Gateway die IP-Adresse 192.168.3.32 voreingestellt. Um sich mit dem Gateway verbinden zu können, muss zunächst die IP-Adresse des Computers manuell auf eine IP-Adresse des gleichen Adressbereichs eingestellt werden, also zum Beispiel auf 192.168.3.100. Jetzt verbinden wir uns das erste Mal mit dem Gateway. Dazu öffnen wir ein Browserfenster wie zum Beispiel Chrome, Edge oder Firefox, geben die vom Werk voreingestellte IP-Adresse ein, also die 192.168.3.32 und bestätigen die Eingabe. Wir gelangen auf den Anmeldebildschirm der SensorBridge Software. Sollte hier eine Meldung erscheinen, dass die Verbindung zur SensorBridge unterbrochen wurde, bedeutet das, dass das Gateway noch nicht vollständig hochgefahren ist. Das Hochfahren dauert ca. 2 bis 3 Minuten, bei Erscheinung der genannten Meldung also einfach etwas abwarten. Zum Einloggen geben wir die voreingestellten Anmeldedaten ein. Standardmäßig ist der Benutzername Admin und das Passwort Stolte. Im ersten Schritt schauen wir uns jetzt die Spracheinstellungen und das Farbschema an. Hierzu klicken wir in der oberen rechten Ecke auf das Benutzersymbol. Als Sprachen stehen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Beim Farbschema arbeiten wir mit Hell und Dunkel. In diesem Fall wähle ich es einfach mal als Sprache Englisch aus und das helle Farbschema. Im zweiten Schritt sollte das Passwort der SensorBridge-Oberfläche geändert werden. Hierzu gehen wir in die Benutzereinstellungen. Dazu klicken wir wieder auf das Benutzersymbol und dann auf Password Change. In den oberen beiden Feldern können wir nun das neue Passwort eingeben. Auf der linken Seite das Passwort, auf der rechten Seite zur Sicherheit wiederholen. Ein kurzer Klick auf Save und wir bekommen die Meldung, dass das Passwort korrekt geändert wurde. Bevor wir jetzt das Gateway im Firmennetzwerk anschließen können, muss die IP-Adresse des Gateways, also der SensorBridge, angepasst werden, sodass es zu der Firmeninfrastruktur passt. Um die Netzwerkeinstellung des Gateways zu ändern, müssen wir die SensorBridge-Oberfläche verlassen und stattdessen die Web-Oberfläche des Gateways aufrufen. Diese erreicht man über den Menü-Button in der oberen rechten Ecke und einem anschließenden Klick auf Einstellungen bzw. Settings. Auf dieser Seite sehen wir die Settings der SensorBridge und hier ist ein Link zu der Web-Oberfläche des Gateways. An dieser Stelle möchte ich kurz die Unterscheidung zwischen Gateway und SensorBridge erklären. Das Gateway ist das physikalische Gerät, also der IPC, auf dem die SensorBridge Software läuft. Die SensorBridge ist die Software, die das komplette Netzwerk inklusive aller Aktoren, Sensoren steuert. Die IP-Einstellungen befinden sich auf der Gateway-Ebene. Sie sind eben über diesen Link erreichbar. Da es sich hier um eine andere Ebene handelt, muss ich mich aber erneut einloggen. Hier ist standardmäßig der Benutzername Stolte
und das Passwort ist ebenfalls Stolte. Das bestätige ich und gelange dann zu den Einstellungen des Gateways. Hier kann ich auch die Netzwerkeinstellungen ändern. Das heißt, ich habe hier die voreingestellte IP-Adresse und die ändere ich jetzt auf den IP-Adressbereich, der in meiner Netzwerkstruktur freigegeben ist bzw. genutzt werden soll. In diesem Fall nehme ich jetzt einfach mal die 192.168.178 und die 132. Man kann weiterhin natürlich auch eine Default Gateway IP-Adresse angeben oder einen DNS-Server, wenn das Gerät zum Beispiel Internetzugriff benötigt oder bekommen soll. In diesem Fall brauchen wir das nicht. Ein kurzer Klick auf Save bzw. Speichern fixiert meine Änderungen und ich bekomme einen Hinweis, dass ein Reboot empfohlen wird. Bevor wir das tun, werfen wir einen kurzen Blick auf die Zeit. Hier habe ich die Möglichkeit, einen Zeitserver, also einen NTP-Server auszuwählen, der das aktuelle Zeitsignal vorgibt, mit dem sich die Sensor Bridge bzw. das Gateway synchronisieren kann. Wenn ich das nicht möchte, kann ich lokal eine Zeit vorgeben. Dabei ist zu beachten, dass bei einem Stromverlust von mehr als 2 Tagen diese Information verloren geht. Anschließend klicken wir auf Reboot und das Gateway startet neu. Das dauert ungefähr 2 bis 3 Minuten und dann ist das Gateway bzw. die Sensor Bridge unter der neuen IP-Adresse erreichbar. Das waren die Grundeinstellungen beim Herzstück des Nexi-Systems, der Sensor Bridge Software. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie die zugehörigen Access Points, also die Funkempfänger des Nexi-Systems, konfiguriert werden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!